Okay, it's good to be here again this afternoon and see so many people here on a nice Sabbath afternoon. Ich freue mich, wieder hier zu sein an diesem Sabbatnachmittag und schön, dass ich so viele Gesichter hier sehe. Being a kid that grew up in California, I always liked seeing sunshine, so I was very happy when I saw the sun this morning in Berlin. Ich bin in Kalifornien aufgewachsen und da gab es viel Sonnenschein, den ich immer genossen habe und deswegen habe ich mich gefreut, dass heute auch die Sonne scheint. In the program, it says that the title is In the Trenches, the Battle for Biblical Archaeology. Im Programm steht ein bisschen ein anderer Titel, da steht was von Grabenkämpfen und die Schlacht um die biblische Archäologie. The title on the screen is a little different, but it's actually part of that same presentation about the struggle for biblical veracity. Es ist ein bisschen anderer Titel hier, die kurze Geschichte adventistischer Archäologie, aber es ist immer noch derselbe Vortrag und es geht einfach um dieses Ringen nach der Wahrheit. I thought it'd be interesting, particularly for this group, to hear a little bit about the history of Adventist involvement in biblical archaeology. Ich dachte, dass es interessant wäre, besonders für eine Zuhörerschaft wie hier, etwas zu hören über die Rolle der Adventisten in der biblischen Archäologie. A few years ago, I received a phone call. I was at my study at my home in Andrews University. Vor einigen Jahren, da erhielt ich eben einen Anruf. Ich habe zu der Zeit studiert an der Andrews Universität. And it was the editor of a famous magazine in the United States called Christianity Today. Es war der Herausgeber einer sehr bekannten christlichen Zeitschrift in den USA mit dem Namen Christianity Today. This is a non-denominational Christian magazine that any Christian can receive. Das ist eine überkonfessionelle christliche Zeitschrift, die jeder beziehen kann, der gläubig ist. And he was asking me, how come Seventh-day Adventists are so famous and prominent in archaeology? Und er fragte mich, warum sind Adventisten so berühmt und so bekannt auf dem Gebiet der Archäologie? And I asked him, what are you talking about? Und ich fragte ihn, was meinen Sie? And he said, well, there was a very famous professor who published an article in a magazine called Biblical Archaeology Review. Und er sagte mir, da ist ein ganz bekannter Professor und er hat einen Artikel veröffentlicht in einem Magazin namens Biblical Archaeology. It was written by Professor William G. Deaver, and he was talking about only a few good examples of biblical archaeology. He said most people do bad biblical archaeology, but there's one group that does it very well. Dieser Professor hieß William G. Deaver und er sprach über gute Beispiele für Archäologie und sagte, da gibt es gar nicht so viele, aber eine Gruppe hat er besonders erwähnt. And then I realized why the editor for Christianity Today was calling me, because Professor Deaver had been my Doktorvater. Und dann ist mir klar geworden, warum der Herausgeber von Christianity Today mich angerufen hat, denn dieser Professor Deaver war mein Doktorvater gewesen. This is what Professor Deaver wrote in the magazine Biblical Archaeology Review. Und Professor Deaver schrieb Folgendes in diesem Artikel. He writes, the major American project in Jordan is the Madaba Plains Project, which has been running for nearly 25 years under the direction of a consortium of Seventh-day Adventist schools. Er schreibt dort, das amerikanische Hauptprojekt in Jordanien befindet sich in der Madaba-Ebene, das seit 25 Jahren von einem Konsortium adventistischer Schulen geführt wird. Then he goes on to say, I am full of admiration for this very progressive and productive project. I have supported it strongly from the beginning, and many of my graduate students are involved there. Adventists have not only contributed generously to fieldwork out of their devotion to the Bible, but as a group they've been remarkably astute and single-minded in training and placing young people in their own network of educational institutions. Long sentence. Dann fährt er fort, ich habe größten Respekt vor diesem sehr fortschrittlichen und produktiven Projekt. Ich habe es von Anfang an stark unterstützt und viele meiner Studenten waren dort involviert. Adventisten haben sich Ausgrabungen nicht nur wegen ihrer Liebe zur Bibel großzügig gewidmet, sondern als Gruppe waren sie bemerkenswert clever und zielgerichtet dabei, junge Leute in ihrem eigenen Schulsystem auszubilden. And he goes on to say, unless other American institutions and organizations learn a lesson from Seventh-day Adventists about seriousness of intent and necessity of support, the effect of their success will be lost on the rest of us. Und dann sagt er weiter, ihr Erfolg sollte für uns eine Lektion sein über die Wichtigkeit von Entschlossenheit und einem guten Training. Now I need to give you a little bit of context about Professor Deaver. Jetzt muss ich ein bisschen Hintergrundinformationen über Professor Deaver geben. He became known as a critic of the historicity of the Bible. Er ist eigentlich bekannt geworden als Kritiker der Historizität der Bibel. And he really denied that there was any such thing as biblical archaeology for some years.
Und er war eigentlich der Meinung, dass es so etwas wie biblische Archäologie gar nicht gibt. In fact, Bis vor einigen Jahren. In fact, at one point he's even called the Dark Prince of Biblical Archaeology. Dark Prince, Dever. That's what he was called, the Dark Prince of Biblical Archaeology. Man hat ihm sogar den Titel verliehen, diesem Professor, der Fürst der Finsternis der biblischen Archäologie. So the fact that he was complimenting an Adventist Christian university for doing good biblical archaeology was very astonishing in the United States. Umso erstaunlicher war es eben, dass er in Amerika eigentlich ein Kompliment ausgesprochen hat für jemanden auf dem Gebiet der biblischen Archäologie. And that's why Christianity Today was calling me. They wanted to know, how did you change Dr. Dever's mind? Und deswegen der Anruf von Christianity Today, und sie haben sich gefragt, wie haben Sie es geschafft, den Professor Dever umzudrehen? I'll mention that story a little bit more later on. We'll go ahead with the next point I'd like to make. One thing I told Dr. Dever was, he asked me, why are we so successful as a church in doing biblical archaeology? Eine der Fragen, die Professor Dever mir He asked me, how come Adventists are so successful when I was his student? The editor. Yeah. No, this was actually Dever earlier. Oh, okay. The editor asked me that, but Dever asked me the same question earlier. Okay. Also auch der Professor Dever hat mir dieselbe Frage gestellt wie der Herausgeber von der Zeitschrift. Wie kann es sein, dass Adventisten so erfolgreich sind auf dem Gebiet der Archäologie? And you have to understand, at this time, a lot of secular universities were having difficulty getting funding or money to do archaeology in the Middle East, particularly in Israel. Und man muss auch wissen, dass selbst die weltlichen Universitäten zu der Zeit große Probleme hatten, Geld zu sammeln für Projekte im Mittleren Osten oder in Israel. And he was astonished that a small university, a Seventh-day Adventist university, was able to mount or conduct a major excavation in the Middle East. He said, how can you do that? How can you pay for that? Und er hat sich darüber gewundert, dass eben eine relativ kleine adventistische Universität es hinbekommt, dort weitgehende Ausgrabungen durchzuführen im Mittleren Osten, und hat gefragt, wie schaffen Sie das? And I said, it's because of our devotion to the Bible. We believe in the Bible and we're very curious about what archaeology has to say to us about the Bible. Und ich habe ihm gesagt, das liegt daran, dass wir einen hohen Stellenwert der Bibel geben, und wir sind sehr neugierig, was die Bibel sagt und wie wir das eben archäologisch bestätigen können. And after watching the way Seventh-day Adventists worked through a number of years, he came to respect our scholarship. Und nachdem er einige Jahre beobachtet hat, wie die Adventisten vorgegangen und gearbeitet haben, da hat er Respekt entwickelt vor unserer Arbeit. He realized that we took scholarship seriously and we weren't just out treasure hunting or making sensational claims. Ihm ist aufgefallen, dass wir wirklich seriöse Wissenschaft betrieben haben und dass wir nicht nur dort irgendwie auf Schatzsuche waren oder irgendwelche Sensationen ans Tageslicht bringen wollten. And this gave him a tremendous amount of respect for Seventh-day Adventist scholarship and for archaeology. Und seitdem hat er eben hohen Respekt vor adventistischen Wissenschaftlern, besonders der Archäologie. Now I want to go back in history a little bit to explain how Seventh-day Adventist archaeology got going. Jetzt möchte ich ein bisschen zurück in die Geschichte gehen, um zu erklären, wie die adventistische Archäologie entstanden ist. I sometimes call this the battle of the trenches because archaeologists have to dig trenches and sometimes soldiers dig trenches when they're fighting. Manchmal nenne ich dieses Thema auch Grabenkämpfe, denn Archäologen, die müssen graben, und sie machen manchmal das Gleiche, was auch Soldaten machen, wenn sie kämpfen in Gräben. The battle between archaeology and historical criticism of the Bible is an old one. Der Kampf zwischen Archäologie und der historischen Kritik der Bibel ist schon alt. And after over 150 years, the basic problems and challenges have not really changed. Aber nach etwa 150 Jahren haben sich die Grundfragen und Probleme nicht verändert. Textual scholars argue that the history of ancient Israel is not what it appears to be in the Bible. Textwissenschaftler argumentieren, dass die antike Geschichte Israels anders gewesen sei, als man sie im Text liest. The job of the historical critic is to reconstruct the Bible through textual criticism, so it says what they think it should say. Und deswegen muss der Theologe den Text rekonstruieren, um herauszufinden, was dort eigentlich stehen sollte. And that's how most graduate students are taught about the Bible in the United States. Und diese Art von Textkritik ist das, was die meisten Studenten in den Vereinigten Staaten lernen. It's also how most graduate students in Germany are taught about the biblical text in the universities. Und in Deutschland ist das gar kein Unterschied. Die Universitätsstudenten lernen auch diese Textkritik. Archaeologists feel that textual criticism, however, is too erratic at times. Archäologen dagegen meinen, dass die Textkritik zu fehlerhaft sei.
When we look at the publications of the critics of the Bible, there's no consensus or agreement on how to reconstruct the Bible. They just argue with each other. Wenn wir uns die Veröffentlichungen dieser Textkritiker und Bibelkritiker anschauen, dann merken wir, die stimmen kaum überein. Sie kritisieren einfach nur die Bibel. And this has led some archaeologists to say textual criticism is a waste of time. They should instead look to archaeology to have a better understanding of the biblical world. Und deswegen sagen viele Archäologen, diese Textkritik, das ist Zeitverschwendung. Man sollte viel lieber eben auf die Ausgrabungen schauen. Da bekommen wir viel mehr Aussagen. I can remember Professor Deaver telling me, he says, you know, the only new information that we can have about the biblical world is from archaeology. Und ich erinnere mich, dass Professor Deaver mir einmal gesagt hat, die einzigen zuverlässigen Informationen, die wir erhalten über die antike Welt, ist durch die Archäologie. The Bible is what it is. It says what it is, and its words haven't changed ever since it was written. The Bible is what it is. It's written down and it hasn't changed in 2,000, 3,000 years. Die Bibel ist, was sie ist, und seit 2000 Jahren ist sie unverändert. And as believers, we believe that the Bible is the Word of God. Und als Gläubige sind wir überzeugt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. But as we read the Bible, a lot of times we have questions about the historical context of the Bible story. Aber wenn wir biblische Geschichten lesen, dann stellen wir uns oft die Frage, was ist der historische Hintergrund davon? For example, when I read the story of the Exodus, I'm very curious about who was the Pharaoh of the Exodus. What was the historical context for Moses? Zum Beispiel, wenn ich davon lese, dass Israel aus Ägypten ausgezogen ist, dann stelle ich mir die Frage, wer war der Pharao zu der Zeit von Mose? When you read the book of Exodus, the Pharaoh is simply called the Pharaoh. His name is not given. Denn im zweiten Mosebuch wird der Pharao nicht benannt, er heißt einfach nur Pharao. And there's a lot of interesting cultural traditions that the Bible makes reference to, but we don't understand why did they do that. Und es gibt eine Menge kulturelle Eigenheiten, die in der Bibel erwähnt werden, aber wir wissen nicht mehr darüber. Wir kennen die Gründe nicht. So archaeology doesn't correct the Bible, but can often help us understand the meaning and context of the Bible. Also die Archäologie ist eigentlich nicht dazu da, die Bibel zu korrigieren, aber sie kann uns oft einen größeren Zusammenhang eröffnen, damit wir die Bibel besser verstehen. It's kind of exciting to think about. Archaeology is almost like a time machine. Und das ist eigentlich ziemlich spannend. Archäologie ist fast wie eine Zeitmaschine. When I go over to a site in Israel or Jordan or one of the other Middle East countries and start digging down, I'm digging through time. Wenn ich dort auf Grabung bin in Jordanien oder Israel und fange an zu graben, dann grabe ich mich eigentlich durch die Zeit hindurch. We may dig down 2 or 3 or 4 meters into the earth. Wir graben vielleicht 2, 3, 4 Meter in die Erde hinein. And suddenly we come upon the floor of an ancient house. Und plötzlich stoßen wir auf den Steinboden eines alten Hauses. And we find the artifacts inside that ancient house. Und dann finden wir diese Gegenstände und Objekte im Haus. We can find the pottery that people used to eat out of, the bowls and the plates. Zum Beispiel die Tongefäße, die Teller und Schüsseln, aus denen die Menschen gegessen haben. We can actually find out what kind of food they ate. Wir können sogar herauskriegen, was sie damals für Nahrung zu sich genommen haben. Through archaeology, we've actually been able to confirm that when you dig a Jewish site, they did not eat pigs. Pork, Ja, pigs. zum Beispiel durch Archäologie kann man herausfinden oder bestätigen, dass wenn man an jüdischen Städten gräbt, dass sie keine Schweine gegessen haben. And that's what the Bible says. The Jews were forbidden to eat pork. Und das stimmt überein mit der Bibel, denn die Juden durften keine Schweine essen. We can find out what they did eat, though. Wir können allerdings nicht genau sagen, was sie gegessen haben. We find the olive pits, we find grapes, we find wheat. Wir finden Weintrauben, Weizen, auch Olivenhaine oder. We also find that they did eat some meat. They ate lamb and they ate fish. Man kann auch feststellen, dass sie tatsächlich auch Fleisch gegessen haben, zum Beispiel Lamm oder Fisch. We know what their writing looked like. We found inscriptions with writing from ancient Jews. Wir wissen, wie ihre Schrift aussah, denn wir haben alte Inschriften jüdische gefunden. We know that some of them were very faithful to Yahweh, as the Bible says. Wir wissen, dass einige sehr treue Anhänger von Yahweh waren, wie die Bibel sagt. But we find that some of the Hebrews were not faithful to Yahweh and they had snuck idols into their houses. Aber wir stellen auch fest, dass einige Hebräer nicht so treu gegenüber dem Gott Yahweh waren und sie hatten in ihren Häusern Götzenfiguren. And sometimes when we dig out these ancient clay vessels or objects, we can see the thumbprint or the fingerprint in the clay that was made there 2,700 years ago from Bible times. Und manchmal, wenn wir diese alten Tongefäße ausgraben, dann finden wir daraus noch Fingerabdrücke, die 2700 Jahre alt sind. I can remember touching that fingerprint in the clay. It's frozen in the baked clay.
Und ich erinnere mich, wie ich den mal berührt habe, so einen Fingerabdruck, der da wie festgefroren ist, erhärtet in dem gebrannten Ton. And it's almost like touching the hand or shaking the hand of a person I never met from the biblical world 2,700 years earlier. Und das ist fast, als würde man eine Person berühren oder die Hände schütteln mit ihr, die man überhaupt nicht kennt, die vor 2700 Jahren gelebt hat. And for me, and actually for most archaeologists, that's pretty exciting stuff. It's like almost going back into time. You can almost touch them. Und das ist für mich als Archäologe und für meine Kollegen genauso eine wirklich aufregende Sache, dass man in die Zeit zurückwandern kann und schon fast greifbar nah an die Menschen herankommt. Sometimes the story's a little more dramatic than just the story of what they ate on a day-to-day basis. Sometimes the stories are more interesting. Manchmal sind die Hintergrundgeschichten auch ein bisschen dramatischer und interessanter als nur, was haben sie eigentlich gegessen. In one of our archaeological sites, we saw the evidence of a great battle during the biblical times. An einer Grabungsstätte haben wir Hinweise auf eine große Schlacht zu biblischen Zeiten gefunden. One skeleton was found of a man, and an arrow had killed him, and we found the arrow in his spine. Wir fanden das Skelett eines Mannes, der durch einen Pfeil getötet worden war, denn der steckte noch in seiner Wirbelsäule. Two of my colleagues from Andrews University excavated in the famous biblical site of Nineveh. Zwei meiner Kollegen haben an dieser berühmten Grabungsstätte in Ninive gegraben. And in the course of a battle, there were about 6 Assyrian soldiers who were standing next to the city wall of Nineveh. Und es gab dort eine Schlacht, es waren etwa 6 assyrische Soldaten, die an der Stadtmauer von Ninive standen. And somehow during the battle, the enemy had pushed the wall in. Und irgendwie im Verlaufe der Schlacht war es den Feinden gelungen, die Mauer nach innen zu drücken. And the wall fell on top of these 6 Assyrian soldiers. Und die Mauer begrub diese 6 assyrischen Soldaten unter sich. And as my colleague, Dr. Connie Gain and Dr. Roy Gain, I think some of you know them, they were cleaning the dirt away and they suddenly found the 6 Assyrian soldiers. They had not moved in 2,700 years. Und meine Kollegen Connie und Roy Gain, vielleicht kennt jemand diese Namen, haben dann eben den Schmutz entfernt und fanden diese 6 Soldaten, die sich natürlich nicht bewegt hatten seit 2700 Jahren. They could see the skeletons with the helmet and the sword and the shield still there. Es waren die Skelette, sie hatten immer noch die Helme auf, sie haben das gefunden und die Schilder und die Speere. So these are just illustrations of how archaeology can actually help us go back in time and bring the biblical world back to life again, or death. Das sind also Beispiele, wie wir zurückwandern können in der Zeit durch die biblische Archäologie und diese Zeiten für uns lebendig werden, wie wir auf Leben treffen, aber auch auf Tod. So in a sense, archaeology has always been in a position to challenge textual criticism of the Bible. Also in gewisser Weise war die Archäologie schon immer so etwas wie ein Opponent, ein Gegner der Textkritik, die biblischen Wahrheiten herausgefordert hat. Now there's still a number of areas in which the Entschuldigung? Yeah, I'll let him finish first. Ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. So. Good. Okay. There's a number of battleground topics that biblical scholars and archaeologists still fight about, even to this day. Es gibt so eine Anzahl von Schlachtfeldern, wo noch immer Kriege ausgefochten werden innerhalb der Archäologie bis heute. For example, they still argue, was there a flood or not? Zum Beispiel stellt man immer noch die Frage, gab es wirklich eine Sintflut? And what about the patriarchal period? Was there really a person named Abraham? Und wie ist das mit der Patriarchenzeit? Gab es wirklich eine Person namens Abraham? And what about Moses? Was there really a person named Moses? Oder Mose, gab es den wirklich? And did he really write the Bible? Did he write the first 5 books called the Pentateuch? Hat er tatsächlich diese Bücher geschrieben, die wir die Bücher Mose nennen? Another great debate is what we call the emergence of Israel from Egypt to Canaan. Eine andere große Debatte ist, wie ist das Volk Israel entstanden? Ist es wirklich von Ägypten nach Kanaan gewandert? Do the books of Joshua and Judges tell us a true story about how Israel conquered the Canaanites? Die Bücher Josua und Richter, die darüber berichten, sind sie wirklich vertrauenswürdig, die Einnahme Kanaans? And another battleground is the existence of the Israelite monarchy. Ein anderes Schlachtfeld ist die Existenz der israelitischen Monarchie. Did Saul and David and Solomon really exist? Were they kings over a great kingdom called Israel? Könige Saul und David, gab es sie wirklich? Haben sie über ein großes Reich geherrscht? And even the divided monarchy after the kingdom of Israel split into 2 into north and south. Is that really true?
Und selbst die Teilung des Reiches dann in Norden und Süden hat das wirklich stattgefunden. There's three phases of this battle that's gone on for the last 150 years. Es gibt 3 Phasen in dieser Schlacht, die seit 150 Jahren etwa tobt. In the early phase, there was a British scholar named Sayce who fought against a German scholar named Wellhausen. In der ersten Phase gab es einen britischen Wissenschaftler namens Sayce und er kämpfte gegen einen deutschen Wissenschaftler namens Wellhausen. This was in the latter part of the 19th century and into the 20th century, just before World War I. Das war Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Between World War I and World War II, the battle continued, this time between the Americans and the Germans, but not World War II. Nach dem Ersten Weltkrieg ging der Kampf weiter, natürlich nicht militärisch. Diesmal waren es die Amerikaner, Albright gegen Wellhausen. It was Albright, Wellhausen, Alt and Note, all three German. Und Alt und Not, das waren alles 3 deutsche Gelehrte. And in the most recent phase, which is still continuing, there's a British scholar named Kenneth A. Kitchen, who is an archaeologist, Egyptologist, who defends the Bible against, again, Wellhausen and a new group of scholars called the Minimalists. Und jetzt die jüngste Phase ist ein britischer Wissenschaftler, ein Ägyptologe und Archäologe Kitchen, und auch er wendet sich gegen Wellhausen und eben eine neue Gruppe, die Minimalisten. The Minimalists are actually a new group of scholars, mostly centered in Europe, a little bit in Israel, and they argue that very little of the Bible is true. Die Minimalisten, das ist eigentlich eine neue Entstehung, das ist eine Gruppe von Wissenschaftlern, besonders in Europa, ein bisschen auch in Israel, die sagen, dass es nur ganz wenig in der Bibel gibt, was wirklich wahrhaftig ist. They even argue that the entire Old Testament was not even written until after the time of Queen Esther, during the time of the Persians, or even later in the time of the Greeks. Sie sagen sogar, dass das gesamte Alte Testament erst in der Zeit von König Esther entstanden ist, also zur Zeit der Perser oder vielleicht sogar noch später bei den Griechen. And one of the great ironies is that my professor, Professor Deaver, has become one of the leading advocates to defend the Bible over and against the minimalists. Und eine der großen Ironien ist, dass mein ehemaliger Professor, der Dr. Deaver, einer der großen Kämpfer geworden ist für biblische Archäologie gegen die Minimalisten. Setting the stage. Die Bühne wird vorbereitet. In early Victorian England, it was a country in which religious consensus, most people went to church on Sunday. If you did a census, you would find that over 60% of the population was in church on any given Sunday, and most people owned Bibles. Im frühen viktorianischen England war es so, dass 60% der Bevölkerung am Sonntag in der Kirche waren und die meisten Haushalte besaßen auch eine Bibel. They were very interested in Britain's moral mission, and they had missionaries all over the world at that time. Sie waren auch sehr interessiert und engagiert in Mission und sie hatten auf der ganzen Welt Missionare damals. Nevertheless, England was reeling from challenges to traditional religious authority brought about by the accelerating social ills of the Industrial Revolution, disturbing revelations of natural science, evolution, Darwinism, and German higher criticism. That shook the British intellectual scene up quite a bit. Trotzdem wurde ziemlich Staub aufgewirbelt. England sah sich vor neuen Herausforderungen, und zwar durch wachsende soziale Missstände, die industrielle Revolution und natürlich auch naturwissenschaftliche Entdeckungen wie die Evolutionslehre und die deutsche höhere Kritik in Anführungsstrichen. One of the leading German scholars who challenged the British serenity was Wilhelm de Wet. Einer der führenden deutschen Wissenschaftler, die die englische Ruhe aufstörten, war Wilhelm Martin Leberecht de Wette. Up until about 1800, most criticism focused on whether there was a Moses and whether he wrote the Pentateuch. Bis 1800 war es so, dass die Kritik sich hauptsächlich dagegen gerichtet hat, ob es jemanden namens Mose gab und ob er diese Bücher geschrieben hat. After 1800, other critics led by de Wet started looking at the rest of the Old Testament, including the book of Daniel, which is of great interest to Adventists. Aber danach 1800 hat man das gesamte Alte Testament kritisch beäugt, einschließlich des Buches Daniel, das für uns als Adventisten wichtig ist. De Wet eventually came to the conclusion that there was very little historical, reliable material in the Old Testament. De Wet kam schließlich zu dem Schluss, dass im gesamten Alten Testament es kaum etwas gibt, was historisch zuverlässig ist. This led to other Christian scholars to start looking for literal proof for the Bible. Das hat dazu geführt, dass andere Wissenschaftler nach Beweisen gesucht haben für die Glaubwürdigkeit der Bibel. The battle in its first stage came to a climax in the year 1860 in England.
1860 kam es zu einem Höhepunkt in dieser Auseinandersetzung. There was a journal called Essays and Reviews that were published in 1860. In dieser Zeit gab es ein Journal, das hieß Essays and Reviews, also so Artikel wurden dort veröffentlicht. And there were a number of articles in this journal published by the leading British scholars of that time, biblical scholars, and they basically destroyed the Bible. Und es wurde eine Reihe von Artikeln dort veröffentlicht. Es waren Bibelwissenschaftler, aber sie haben mehr oder weniger den Glauben an die Bibel total ausgehöhlt. This had tremendous influence on the belief in the Bible in England and in the United States, in the English-speaking countries. Das hatte enormen Einfluss auf die englischsprachigen Länder, also England und auch Amerika, und auf den Glauben und das Vertrauen in die Bibel. Many of the intellectuals in these countries and the universities accepted the criticisms of the Bible and started teaching a negative perspective about the Bible. Also viele der Intellektuellen und auch der Lehrer, der Dozenten an den Universitäten waren offen, akzeptierten diese Kritik und fingen an, das selber weiterzugeben. These articles in that journal were so successful that they were even contemplating teaching this view of the Bible to elementary school children in England. Die Artikel waren so erfolgreich und wurden so weitgehend angenommen, dass man sogar überlegt hat, ob man die höhere Bibelkritik nicht schon Grundschülern beibringt. Historical criticism came very close to a complete victory over the Christian world. Und es sah so aus, als würde die historische Kritik die biblische Weltsicht vollkommen beerdigen und beenden. And yet something happened that threw them completely off track at this time. Aber dann geschah etwas, was sie völlig verunsicherte und aus der Bahn warf. What stole the victory from historical criticism in 1860? Why did it lose suddenly? 1860. Was hat der Bibelkritik den Sieg doch noch genommen? What went wrong? Was lief schief? Well, it turns out that in the year 1860, a tremendous number of archaeological discoveries started to be made. They actually started in the 1840s and 50s and became known to the world in the 1860s. 1860 wurden archäologische Entdeckungen sehr bekannt, die man schon in den 2 Jahrzehnten vorher gemacht hatte. I shared a little bit of this last night. Gestern Abend haben wir ein bisschen davon betrachtet. But between the years 1845 and 1860, a tremendous number of inscriptions and monuments were suddenly discovered particularly in Iraq and Mesopotamia and in Egypt. Aber zwischen 1845 und 1860 wurden eine Menge Inschriften entdeckt, besonders in Mesopotamien, also Irak und Ägypten. And just as the historical critics were saying most of the Old Testament is not historically true, suddenly the names of all these biblical people started appearing in these inscriptions. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo die Bibelkritiker sagten, ach, die ganzen biblischen Personen hat es gar nicht gegeben, da entdeckte man sie, tauchten sie auf all diesen Inschriften und Tafeln. For example, many scholars are saying there was no such king as Sargon of Assyria because they had not found any inscriptions of him. Zum Beispiel sagten viele Theologen, ach, Sargon, den assyrischen König, den hat es nie gegeben, denn man kannte noch keine Inschriften über ihn. The prophet Isaiah, in Isaiah chapter 1 verse 20, if I recall, mentions this Assyrian king. Der Prophet Jesaja erwähnt diesen assyrischen König mit Namen. And the critics said, see, the Bible doesn't know what it's talking about. Und die Kritiker sagten, seht ihr, die Bibel weiß nicht, wovon sie spricht. But when they found one of these texts that was shipped back around 1860, they found Sargon's name on the text. Aber als man dann 1860 einen Text entdeckte und er bekannt wurde, da sah man auch den Namen Sargon darauf. And within a few years they had, I forget the exact number, something between 40 and 50 names of biblical people and biblical cities known from the Bible. Und innerhalb weniger Jahre hat man so an die 40 bis 50 biblische Namen, Personen und Städte bestätigen können durch Archäologie. So biblical believers, the Christians who were trying to defend the Bible, suddenly realized that archaeology could be used to fight back against historical criticism. Also den Christen wurde in dieser Zeit auf einmal bewusst, dass Archäologie ein gewaltiges Werkzeug war, um sich gegen die Bibelkritik zu wehren. Now we're going to shift into the Adventist role in all of this battle. Und jetzt möchte ich dazu übergehen, welche Rolle hatten die Adventisten in der ganzen Geschichte? Ellen White was witnessing all that was going on in Europe, in England and in Germany. Ellen White war sich bewusst, was dort passierte. Sie beobachtete das in Deutschland und in England, was vorging. She was aware of the challenges of historical criticism. She had books about historical criticism in her library. Sie war sich bewusst der Herausforderung der Bibelkritik. Sie hatte Bücher der Bibelkritik oder darüber in ihrer Bibliothek.
and she rejected it. Sie hat es abgelehnt. In contradiction of the growing historical critical movement in biblical scholarship in the 19th century, Ellen White maintained that the Bible contained, quotes, authentic histories of actual individuals, and she explicitly rejects the higher critical method that destroys Scripture as divine revelation. Ellen White ist also dieser wachsenden Bewegung unter den Bibelwissenschaftlern nicht gefolgt, den Kritikern, und sie hat daran festgehalten, dass die Bibel authentische Berichte über reale Personen enthält. Sie lehnte die Kritik ab, weil sie die Heilige Schrift als göttliche Offenbarung zerstört. And it was this historical context of the 19th century that led Ellen White under inspiration to say the following, that God would have a people upon the earth to maintain the Bible, and the Bible only, as a standard of all doctrines and the basis for all of our reforms. Auch vor diesem historischen Hintergrund schrieb sie, dass Gott, Zitat, ein Volk auf der Erde haben möchte, das die Bibel und die Bibel allein zum Maßstab aller Lehren und zur Grundlage jeder Reform macht. So it's interesting that Ellen White's statements were in the context of fighting against historical and textual criticism. Es ist interessant, dass der Hintergrund hier oder der Zusammenhang eben war der Kampf gegen die Bibelkritik. And I would say today that that's still one of the chief challenges we face in our church today. Und ich würde sagen, es ist noch immer eine der größten Herausforderungen, vor der wir als Gemeinde auch heute noch stehen. Even within our own denomination, I hate to say, we have some intellectuals who want to embrace historical criticism and deny the historicity of the Bible. Und wenn ich es auch ungern sage, haben wir auch in unserer eigenen Gemeinde bestimmte Personen, die die historisch-kritische Methode gerne übernehmen möchten und die Historizität der Bibel leugnen. They basically want to rob the Bible of its power as the Word of God. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass sie der Bibel die Kraft rauben möchten, die sie durch die Autorität Gottes erhalten hat. Now, during the early years of the Adventist Church, concerns with growth, organization, outreach of the new developing church left little time or energy for directing attention towards the challenges of historical criticism. Yes, Ellen White wrote about it, but they didn't do much. So there's only occasional brief references to archaeology and Adventist literature. Und in der ersten Zeit der Gemeinde, da hatte man andere Sorgen. Es ging um Wachstum, Organisation, Mission und so weiter. Und man hat wenig Zeit und Energie übrig gehabt, sich der Bibelkritik zu widmen. Deswegen findet man nur hier und da in adventistischen Büchern Bezüge auf Archäologie. However, as the Adventist Church started getting a good foundation and was established, attention turned back towards the question of the reliability of the Bible. Jedoch als die Adventgemeinde sich dann etabliert hatte und auf einer guten Grundlage stand, da tauchten diese neuen Fragen wieder auf über die Zuverlässigkeit der Bibel. One of the first Adventist church leaders to recognize the usefulness of archaeology in defending the Bible against historical criticism was Roy F. Cottrell. Einer der ersten Kirchenleiter in der Adventgemeinde, der erkannte, wie wichtig die Archäologie ist in der Verteidigung der Bibel, war Roy F. Cottrell. He was one of the first to use archaeology in Adventist publications to defend the integrity of Scripture. Er war einer der ersten, der sich der Archäologie bediente, um in adventistischer Literatur die Bibel zu verteidigen. By the turn of the century, at the very time when archaeology was starting to explode, things began to change in the Adventist church as well. Zur Jahrhundertwende, wo ein Boom stattfand in der Archäologie, veränderten sich auch in der Adventgemeinde Dinge. More and more Adventist thought leaders and scholars began to turn their attention both to the claims of the critics and to the finds of the archaeologists. Immer mehr adventistische Denker wandten sich sowohl den Behauptungen der Kritiker zu, als auch den archäologischen Funden. One of the early Adventist educators, Friedrich Griggs, formerly president of Emmanuel Missionary College, which would become Andrews University, was one of the first to write an extensive article about archaeology. Einer der ersten, der zum Beispiel einen ausführlichen Artikel über Archäologie verfasst hat, das war Frederick Griggs, war einer der ersten frühen adventistischen Lehrer, ehemaliger Direktor des Emmanuel Missionary College, so hieß früher die Andrews Universität. Seems appropriate because that's still where we have a big archaeology institute at Andrews University. Und das trifft sich eigentlich sehr gut, denn es ist die Andrews Universität, wo wir noch immer die große Fakultät haben über Archäologie. Griggs published an article in 1910 in a magazine we had at the time called The Watchman. Griggs veröffentlichte 1910 einen Artikel in unserer Zeitschrift, die hieß Watchman. He was very concerned about the claims of modern science. We're talking about evolution and Darwinism.
Er machte sich sehr Sorge über die Einflüsse der modernen Wissenschaft. Wir sprechen da über die historische Kritik und den Darwinismus. And he was also concerned about historical criticism and the negative impact it had on the Bible. Und was sie eben für Auswirkungen hatten auf die Glaubwürdigkeit der Bibel. So he used the discoveries of Sargon II that I've mentioned and also the discovery of a people called the Hittites to defend the integrity of the scriptures. Und er hat diesen assyrischen König Sargon II. Benutzt, den ich schon erwähnt hatte, und auch das Volk der Hethiter, um die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift zu verteidigen. The Hittite story has to do with the fact that the Bible says there was a people called Hittites, but some critics say no, or at that time were saying no, there was no such people called the Hittites. Bei den Hethitern ging es darum, dass die Bibel halt so ein Volk mit diesem Namen erwähnt, aber viele Kritiker haben gesagt, nein, die gab es nie. After Griggs published his article, a couple of other Adventist leaders started using archaeology as well. Nachdem Griggs seinen Artikel veröffentlicht hatte, gab es dann auch andere adventistische Schreiber, die Archäologie gebraucht haben. In 1935, F.D. Nicol and Alonzo Baker published a book on creation that included a chapter on archaeology. 1935 zum Beispiel veröffentlichten Nicol und Baker ein Buch über die Schöpfung und darin enthalten war ein Artikel über Archäologie. They used some of the same evidence that Griggs had used on the Hittites and Sargon, but they added some Egyptian evidence. Sie sprachen auch über das Thema von Griggs, nämlich die Hethiter und den König Sargon, aber sie ergänzten das noch mit Belegen aus Ägypten. After the work of Nichols and Baker, we have a book, the first full book on archaeology by William Prescott. Dann nach Nichols und Baker gab es ein vollständiges Buch über das Thema Archäologie von William Warren Prescott. This is actually sort of a collector's book now because they're very rare and hard to find. Das ist heute ein Sammlerbuch, denn davon gibt es noch ganz wenige. The book was entitled The Spade in the Bible, Archaeological Discoveries Support the Old Book. Das Buch heißt zu Deutsch ungefähr Der Spaten und die Bibel, archäologische Entdeckungen unterstützen das alte Buch. I remember Professor Deaver came to visit me at Andrews University and he visited my library. Ich erinnere mich, dass Professor Deaver mich mal besucht hat an der Andrews Universität und er hat meine Bibliothek besichtigt. And I had a copy of that book in my library. Und ich hatte ein Exemplar davon in meinem Regal. And he very badly wanted to take that book. Oh, und er konnte sich kaum beherrschen, er hätte es gerne mitgenommen. But I haven't given it to him yet. Ich habe es ihm trotzdem nicht geschenkt. Maybe someday. Vielleicht eines Tages. After that book was published, we kind of go into a new phase of Adventist involvement in archaeology. Nach der Veröffentlichung dieses Buches begann gewissermaßen eine neue Phase der adventistischen Archäologie. The first person to get a PhD in ancient Near Eastern archaeology and language was Lynn Harper Wood. Lynn Harper Wood war der Erste, der einen Doktor in der Archäologie erhielt als Adventist. He completed a master's degree and then he was a Jastrow Fellow, that's a special scholarship, at the American School of Oriental Research in Jerusalem. Er machte zuerst sein MA, seinen Masterabschluss, und dann war er unterwegs an der amerikanischen Schule für Orientforschung in Jerusalem, und zwar bekam er ein Stipendium. Ironically, I had the privilege of sitting on the board of that institute a few years ago for Jerusalem. Und interessanterweise hatte ich vor einigen Jahren das Vorrecht, dass ich in diesem Leitungsausschuss dieser Schule sitzen durfte. When Dr. Wood was there, he traveled extensively through the Near East and excavated actually with a famous archaeologist named Nelson Glick, a Jewish rabbi. Der Dr. Wood unternahm da ausführliche Grabungen in der Gegend im Nahen Osten und er hatte sogar das Glück, beziehungsweise der Mann hieß Glück, das war ein Israeli? No, American Jew. Okay. Mit einem anderen Archäologen zusammenarbeiten zu dürfen, ein Mann namens Nelson Glick, er war ein Jude, ein Amerikaner. Nelson Glick was probably at that time one of the 3 or 4 top biblical archaeologists in the United States. Nelson Glick zählt man zu den 3, 4 Top-Archäologen zu der Zeit in den Vereinigten Staaten. He actually worked as a spy for the U.S. government during World War II, I think. Yeah. World War II. Yeah. Er hat tatsächlich war es sogar so, der Glück war Spion für die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. It's caused a lot of problems for the rest of us who are archaeologists. Das hat zu einigen Problemen geführt für den Rest unserer Kollegen, die Archäologen sind. Because archaeologists go into a lot of different countries, we see a lot of different things and it's very easy for us to spy. Denn Archäologen, die gehen in viele verschiedene Länder, sie sehen sich an vielen verschiedenen Orten um und es ist recht leicht für uns zu spionieren. Glick actually, after he did his work, became such a famous professor, he offered the prayer at John F. Kennedy's inauguration as president.
Glück wurde ein so bekannter und berühmter Archäologe, dass er die Person war, die das Amtseinführungsgebet gesprochen hat für John F. Kennedy. In 1937, going back to Lynn Wood, who studied with Glick, he became the first scholar in the Seventh-day Adventist Church to gain a PhD in archaeology. Zurück zu Wood. 1937 war also das Jahr, wo er der erste Adventist wurde, der einen Doktor in Archäologie bekam. After he finished his PhD, he became professor at the Seventh-day Adventist Theological Seminary when it was in the Potomac area in Washington, D.C. Danach wurde er Professor am theologischen STA-Seminar, das war damals noch in Potomac, Washington. And he established the first Archaeology and History of Antiquity department. Und er gründete die erste Abteilung für Archäologie und antike Geschichte an einer adventistischen Universität. Later on, he would combine his research with that of Siegfried Horn. Später hat er dann seine Forschungsergebnisse zusammengeführt mit denen von Siegfried Horn. And they together were able to work out the chronology of the book of Ezra, which establishes the starting date for the 2300-day prophecy, which will be very familiar to the Adventists in the audience. Und zusammen konnten sie also eine Chronologie entwerfen des Buches Esra. Und darin enthalten ist der Anfangspunkt für die 2300-Jahr-Prophezeiung, die ja für uns als Adventisten sehr bedeutsam ist. Just after Dr. Wood finished his work and was teaching, another professor came along who also earned a PhD. Als Dr. Wood eben sein Werk auch beendet hatte, kam ein anderer Professor auf, der auch einen Doktor machte. Yeah, this was Dr. Edwin R. Thiele. Dr. Edwin R. Thiele. He has a very interesting story in his research. In seiner Forschungsarbeiten gibt es eine interessante Geschichte. He was a graduate student at the University of Chicago in Illinois. Er hatte seinen Abschluss an der Universität von Chicago gemacht. And while he was studying there, some of the professors were talking about a very difficult problem in the Bible. Und in seiner Studienzeit dort sprach ein Professor mal über ein sehr schwieriges Problem in der Bibel. They basically said that the biblical chronology is all messed up and mixed up. It makes no sense. It shows that the Bible is not historically reliable. Und im Wesentlichen hat er gesagt, dass die Chronologien in der Bibel irgendwie alle wirr und durcheinander sind und dass man da überhaupt keinen Sinn draus machen kann und die Bibel als Geschichtsbuch nichts taugt. When Edwin Thiele heard about this, he went to his professor and said, I would like to do my dissertation on that topic and solve the problem. Als Edwin Thiele das hörte, ging er zu seinem Professor und sagte, ich würde gerne zu diesem Thema meine Doktorarbeit schreiben und das Problem lösen. And the professor said, no, there's no solution. It's impossible. Don't waste your time. Und der Professor sagte, nein, das ist unmöglich, das kann man nicht lösen, vergeuden Sie nicht Ihre Zeit. And so on his own, against his professor's wishes, he started secretly working on the problem of the chronology in the books of Kings. Und dann fing er auf eigene Faust und entgegen den Wünschen seines Professors an, im Geheimen an diesem Problem zu arbeiten, an der Chronologie der Könige. And after working on this for quite some time, months and months, he suddenly came upon the solution. Und nachdem er Monate an Zeit dort hineingesteckt hatte, kam ihm auf einmal ein Gedanke, eine Lösung. He realized that the Bible writers actually were using at least two different chronological schemes. Ihm wurde nämlich klar, dass die biblischen Schreiber mindestens zwei verschiedene chronologische Konzepte benutzt haben. The kingdom of Israel used one chronological scheme. That's the northern kingdom. They used one chronology. Ein Chronologieschema haben die Nordkönige im Reich Israel benutzt. And the southern kingdom of Judah was using a different chronological scheme. Und das Südreich in Juda benutzte ein anderes Schema der Datierung. And each of the two kingdoms had two different kinds of calendars. Und beide Reiche hatten dazu noch jeweils zwei verschiedene Kalender. They would have a civic calendar that would start in one month of the year. Sie hatten einen bürgerlichen Kalender, der zu einem bestimmten Monat begann. And they had a religious calendar that started in a different month of the year. What? A religious calendar. Und sie hatten einen religiösen Kalender, der begann mit einem anderen Monat. So Dr. Thiele was able to sort through all this confusion of two different countries and two different kinds of calendars, and he was able to show that all the dates fit when you know this. Also Dr. Thiele war in der Lage, er hat es geschafft, dieses ganze Durcheinander zu lösen mit zwei verschiedenen Reichen und Chronologien und zwei verschiedenen Kalendern und das alles so zusammenzuführen, dass es passte. So when he finished his work, he took his paper, which was unauthorized, to his professor and said, I worked on this anyway, and I would like to turn this in for my dissertation. Also als er damit fertig war, hat er seine ganze Ausarbeitung zu seinem Professor gebracht und gesagt, ich habe auch ohne Erlaubnis daran gearbeitet und ich würde das gerne einreichen für meine Doktorarbeit. The professor was Professor Cameron at Chicago. Dieser Professor hieß Dr. Cameron. So he started reading through the manuscript. Er fing dann an, durch das Manuskript zu lesen.
And he was surprised because, yes, there was a solution. Und er war ganz überrascht, denn tatsächlich, man konnte das lösen. And so he allowed Edwin Thiele to publish this as his PhD dissertation. Und er hat dann gestattet, dass Dr. Thiele das als seine Doktorarbeit veröffentlicht. It's today known as, the title of the book is The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings. Und der Titel dieses Buches heute lautet, Die geheimnisvollen Zahlen der hebräischen Könige. Now, at the time he published this book, unfortunately, the famous American William Albright, had a different chronology. Leider war es so, dass der berühmte Wissenschaftler Albright in Amerika eine unterschiedliche Chronologie benutzte. And he didn't like the idea that Thiele had come up with a better chronology than his. Und das gefiel ihm gar nicht, dass Thiele mit einer besseren Chronologie an die Öffentlichkeit getreten war als seine. And so he tried to resist Thiele's chronology. Und jetzt hat er angefangen, Thiele zu kritisieren und seine Chronologie. And for many years, the scholarly community was confused because Thiele seemed to make sense, but Albright was so famous, no one wanted to challenge him. Und das hat die Wissenschaftler ziemlich durcheinander geworfen, denn was Thiele schrieb, war sehr sinnvoll und war logisch, aber Albright war so berühmt und so herausragend, dass niemand sich gegen ihn wenden wollte. A few years ago, I was at the university. Well, I was in Chicago. Vor einigen Jahren war ich in Chicago And I met another famous professor of ancient Near Eastern studies named William Hallow. und traf dort einen anderen berühmten Professor namens William Hallow. We were each giving presentations at some scholarly meetings north of Chicago. Wir hatten dort eine wissenschaftliche Versammlung, haben Vorträge gehalten in Chicago. And I gave a little history of Adventist involvement in archaeology to that group of scholars. Und ich habe vor dieser Zuhörerschaft eine kleine Geschichte vorgestellt, einen historischen Abriss der Rolle der Adventisten in der Archäologie. And after the meetings were over, there was a reception for all the scholars that had been at the meeting. Und nach diesem Treffen gab es einen Empfang für alle Teilnehmer und Professoren. And William Hallow came up to me and he said, I really enjoyed your presentation about Adventists and archaeology. Und William Hallow kam auf mich zu und sagte, ich fand das sehr gut, Ihre Darstellung von der adventistischen Rolle in der Archäologie. He says, I did not realize that Edwin Thiele was a Seventh-day Adventist until you explained tonight. Und er sagte mir, ich wusste gar nicht, dass Edwin Thiele ein Adventist war, wenn Sie es nicht heute erwähnt hätten. And I was, pleased to know that. And he said, to this day I've always thought that Edwin Thiele's chronology was the best one ever written. Und ich habe mich darüber natürlich gefreut und er sagte mir dann, wissen Sie, ich bin bis heute der Meinung, dass Thiele die beste Chronologie jemals geschrieben hat. And Hallow has written one of the most authoritative histories of the ancient Near East in English. Und Hallow hat in der englischen Sprache eine der wichtigsten und bedeutsamsten Chronologien der antiken Geschichte verfasst. And he uses the chronology produced by the Seventh-day Adventist scholar. Und er hat zurückgegriffen auf eine Chronologie, die von einem adventistischen Wissenschaftler erstellt wurde. Similarly, is another professor just passed away named Anson Rainey. Ein anderer Professor, ähnlich, der vor kurzem erst verstorben ist, Rainey. Anson Rainey has an interesting background. Anson Rainey hat einen interessanten Hintergrund. He was an American Christian in his early life. Er war früh in seinem Leben ein amerikanischer Christ. He moved to Israel to do archaeology and converted to Judaism and married a Jewish girl. Dann ging er als Archäologe nach Israel und konvertierte zum Judentum und heiratete eine Jüdin. He's the kind of individual who likes to fight and argue with everybody. Er ist so einer von diesen Typen, die gerne mit jedem kämpfen und sich auseinandersetzen. We used to call him acid rain in English. I don't know if that means the same in German. But Auf Englisch haben wir ihn Acid Rain genannt, das heißt saurer Regen. I was at another set of professional meetings once, and I was reading a paper on archaeology in Jordan that I was doing. Ich war in einer anderen Versammlung von Fachleuten und habe da einen Vortrag gehalten über Archäologie in Jordanien. And after I was done with my presentation, there's a time for questions. Und nach meinem Vortrag gab es Zeit für Fragen. And Dr. Rainey stood up and wanted to say something to me about my paper. Und Dr. Rainey stand auf und wollte etwas zu mir sagen wegen meiner Arbeit. And of course, he's a famous professor, and since I was a younger professor, I was a little bit nervous about what he wanted to say. Er war natürlich ein berühmter Professor und ich war noch recht jung und ich wurde etwas nervös, was er jetzt wohl sagen würde. I've been talking about the kingship and the monarchy and so forth of Israel in my paper. Und in meiner Arbeit in meinem Vortrag hatte ich gesprochen über die Könige und Monarchen in Israel. And Dr. Rainey got up and said, "Your paper is pure nonsense." Und Dr. Rainey stand auf und sagte,
Ihr Vortrag ist totaler Unsinn. He actually used more colorful metaphors, but it would be inappropriate for me to say them here. Er benutzt einen noch bisschen buntere bildliche Ausdrücke, aber die sind nicht angebracht, hier weiterzugeben. And he then made his criticisms of my paper. Und dann hat er eben seine Kritik losgelassen über meine Arbeit. And I did my best to answer him in front of this audience, full of scholars. Und ich habe mein Bestes getan, ihm darauf zu antworten, vor einer Zuhörerschaft voller Wissenschaftler. After that meeting was over, there's a large book exhibit in a very big building. Nachdem dieses Treffen vorbei war, gab es in diesem sehr großen Gebäude eine große Buchausstellung. Thousands of scholars were in there looking for books. It was a very big meeting. Und tausende Fachleute liefen da rum und haben sich die Bücher angeschaut. Es war eine sehr große Konferenz. And I was walking down one row of the book exhibit, and Dr. Rainey was walking down the other row. Und ich ging einen Gang hinunter bei dieser Ausstellung, Buchausstellung, und von rechts kam Dr. Rainey. And he almost ran into me at the corner where this section of the book display was. Und als wir gemeinsam an die Ecke gerieten, da ist er fast in mich hineingerannt. And he bumped into me and he looked up and said, "Excuse me." Er hat mich angestoßen und hat dann um Verzeihung gebeten. And then he suddenly realized who he was looking at, the man he had just criticized in the meeting. Und plötzlich merkte er, wer da vor ihm stand, nämlich der Mann, den er so kritisiert hatte während der Versammlung. He wasn't expecting to see me so close, face to face. Damit hat er nicht gerechnet, dass er auf einmal so dicht Auge zu Auge vor mir stand. And I think he was afraid I was going to punch him in the nose. Und ich glaube, er hatte in dem Moment Angst, dass ich ihm mit der Faust auf die Nase gebe. But instead I smiled and I said, "So you didn't like my paper?" Stattdessen habe ich gelächelt und habe gesagt, also meine Arbeit hat Ihnen nicht gefallen? And he looked a little embarrassed and he explained a little more detail about what he didn't like about my paper. Und es war ihm ein bisschen peinlich und er hat ein bisschen genauer dann erklärt, warum ihm meine Ausarbeitung nicht gefallen hat. And so I had more time, so I explained the points of my paper step by step for him. Und dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit, um ihm persönlich Schritt für Schritt meine Argumente zu erklären. Ironically, he thought I was actually disagreeing with the historicity of King David and the monarchy and so forth. Ironischerweise dachte er, ich wäre nicht einverstanden mit der Historizität der Königschaft David und so weiter in Israel. And I said, no, I believe in that very strongly. In fact, my paper is intended to support that. Und ich sagte, nein, im Gegenteil, ich bin überzeugt davon und eigentlich dient mein Paper dazu, das Ganze zu bestätigen. And he was surprised, and so we went out to dinner together. Er war ganz überrascht und dann haben wir sogar zusammen Mittag gegessen. And he said, I'd love to visit your zu archaeological Abend gegessen. I would like to visit your archaeological site. Und dann sagte er zu mir, ich würde gerne Ihre Grabungsstätte mal besuchen. So he traveled all the way to Jordan and I gave him a tour of our archaeological research. Er machte sich auf den Weg nach Jordanien und ich habe ihm dort eine Einführungstour gegeben. And I invited him then to come to Andrews University and give a lecture. Dann habe ich ihn eingeladen an die Andrews-Universität, dass er dort eine Vorlesung hält. So we were able to convert him into a friend from being a very strong enemy. Also ich habe es schaffen können, aus einem sehr entschiedenen Gegner einen Freund zu machen. And in one of our friendly discussions years later, he said, I also agree that the Adventist Thiele has done the best job on biblical chronology. Yeah, going back to Thiele. That was something Und he später, confessed als to wir me. dann schon befreundet waren, hat er mir in einem Gespräch mal gesagt, weißt du, ich sehe das genauso. Die Chronologie von dem Adventisten Thiele ist die beste, die es gibt. And by becoming friends with him, we actually had many good relationships for many years after that. Und dadurch, dass wir uns befreundet haben, habe ich auch viele andere gute Beziehungen knüpfen können in den folgenden Jahren. With the next person, we actually enter into sort of the apex of Adventist archaeology. Mit der nächsten Person kommen wir sozusagen an den Höhepunkt der adventistischen Archäologie. I think everyone's heard of the name of Siegfried Horn. Ich glaube, jeder hat den Namen schon gehört von Siegfried Horn. We could do a whole presentation just upon Siegfried. He had so many exciting experiences in his life. Und er hat so viel Interessantes und Aufregendes erlebt. Ich könnte einen ganzen Vortrag nur über ihn halten. I have the privilege of being the director of the museum that bears his name now. Ich habe das Vorrecht, Direktor des Museums zu sein, das nach ihm benannt ist. Siegfried was probably the third Adventist to get a PhD in archaeology. Siegfried war wahrscheinlich der dritte Adventist, der einen Doktor in Archäologie erhielt. He actually studied under the famous William Albright that I mentioned a few minutes ago at Johns Hopkins University. Er studierte sogar mit dem berühmten James Albright, den ich kurz vorher erwähnt hatte, und zwar an der Johns Hopkins Universität. And after a few months of studying with the famous Albright, Dr. Albright told Siegfried, he said, you already know everything about biblical archaeology. You should get another degree that will help you more with your research.
Und nachdem er einige Monate, Albright was Albright his told Horn that professor? Horn already knew. Yeah, Albright was his professor. Okay, also Albright war sein Professor und nachdem der Siegfried Horn einige Monate unter ihm studiert hatte, sagte Albright zu ihm, du weißt eigentlich schon alles über Archäologie, du solltest eigentlich noch in einem anderen Zweig promovieren, der dir hilft, deine Forschung durchzuführen. So Horn left Albright at Johns Hopkins and also went to Chicago, where he got a PhD in Egyptology, interested, of course, in the Exodus story. Und Horn hat das auch gemacht. Er hat Albright verlassen und ist nach Chicago gegangen, hat einen Doktor in Ägyptologie gemacht, natürlich aus Interesse an der Exodus-Geschichte, der Auszug aus Ägypten. Siegfried Horn would become the dean of the Seventh-day Adventist Seminary and the head of the archaeology department. Siegfried Horn wurde der Dekan des adventistischen Seminars und auch der Leiter der biblischen Archäologieabteilung. And he was the first Adventist to actually mount a full research project in the field, an archaeological excavation. Und er war auch der erste Adventist, der wirklich eine vollständige Grabungsexkursion vor Ort durchgeführt hat. He asked all the leading archaeologists at that time, if we could only dig one site, which site would you tell us to go dig at? Had a Seventh-day Adventist University. Where should we go dig? Und er hat den führenden Archäologen allen die Frage gestellt, wenn wir als Adventisten eine Grabung durchführen wollten und hätten nur eine Möglichkeit dafür, wo würden Sie das machen? Was würden Sie empfehlen? And all the famous professors, Albright, Streit, people you may not know, but all the leading scholars said you should go to Hespan in Jordan because that's the one site that hasn't been dug. It may give us information about the conquest, the Israelite conquest. Und all diese berühmten Leute und Professoren sagten, ihr solltet nach Hesbon gehen in Jordanien, denn das ist eine Stätte, da wissen wir noch nicht viel darüber und das könnte uns Auskünfte geben über die Kriegszüge. In order to prepare Dr. Horn for field experience, he went to the site of Shechem, a famous Bible city mentioned in the Old Testament, conquered by Joshua, under Streit. So Horn dug at Shechem first. Um selber Erfahrung zu sammeln in der Ausgrabung, hat Siegfried Horn sich einer Ausgrabung angeschlossen in Sichem, auch eine ganz berühmte Stätte, die Josua erobert hat. Streit's the gentleman in the corner. That was one of Siegfried's other professors. GM? G. Ernest Wright, very famous Links in America. oben seht ihr G. Ernest Wright, das war ein anderer Professor von Siegfried Horn, auch ein berühmter Mann. And Dr. Horn dug a square in the left-hand corner of the picture. That was his very first excavation square. Und Dr. Horn hatte da in der linken Ecke vom Bild ein Quadrat, wo er graben durfte. And to show you the irony of things, he had a young PhD student working under him in that square. Und in dieser Sektion hatte er komischerweise auch wieder einen Doktorstudenten, der unter ihm gearbeitet hat. And that doctoral student was William Deaver, who would become my professor later. Und dieser Doktorand hieß William Deaver und er wurde dann später mein Professor. So you can see Adventists were getting involved at every level. Also wir können schon erkennen, die Adventisten steckten jetzt überall ihre Fühler aus. After Horn finished his training, he went ahead and started his excavation work at Hespan. The reason he went there, let's go to this picture here. Nach diesem Training und der Einarbeitung ist dann Dr. Horn nach Hesbon gegangen, wo er eigentlich ausgraben wollte. This is a photograph of Jericho. Hier seht ihr ein Foto von Jericho. Famous for the walls that came tumbling down in the time of Joshua. Natürlich berühmt durch die Mauern, die gefallen sind zur Zeit Josuas. And after several excavations, including by Dr. Kenyon up there in the corner, they could find no evidence of the Exodus. No evidence. No evidence, yeah. Und nachdem sie mehrere Grabungen durchgeführt hatten, einschließlich einer von Dr. Kenyon, den ihr rechts oben seht, konnte man dort immer noch keine Hinweise auf einen Exodus finden. Now there's an interesting story behind that, but we don't have time to tell it. Where did the evidence for Jericho go? Das ist noch eine interessante Geschichte für sich. Wo sind die ganzen Beweise für die Geschichte von Jericho hin? Aber dafür haben wir heute keine Zeit. But because they couldn't find evidence for Joshua's conquest of Jericho, that's why all the scholars sent Dr. Horn to Heshbon, because in the Bible, Heshbon is the city conquered before Jericho. Aber weil eben dort keine Hinweise zu finden waren für die Exodus-Geschichte in der Bibel, hat man Dr. Horn nach Hesbon geschickt, weil diese Stadt noch vor Jericho eingenommen worden war. Go two pictures. Yeah. So Dr. Horn showed up in 1967 to conduct excavations on this hill in the middle of the picture there. 1967 ist Dr. Horn also aufgetaucht und hat... It's right in the center. Yeah. You want to show?
Oh, there's a, oh, hat wonderful. auf dem Hügel in der Mitte Ausgrabungen durchgeführt. Is it this button here? Das hier. Right there. Oh, okay, yeah. This is Hesban. Das ist Hesbon. And while we're looking Also- at this, we're looking to the south. Und das Bild hier zeigt nach Süden. And Andrews University also is digging a major site right here. That's the site I excavated. It's called Jalul, just for interest's sake. You're doing it right now? Yeah, right now. We're digging a site right here. We're also digging this site right here. And we're working in Madaba. So we've got projects in all three areas. Also die Andrews Universität führt auch dort gerade Grabungen durch. Nicht nur dort, wo Hesbon liegt, sondern auch ganz links oben ist eine Grabungsstätte und auch rechts, so knapp unterm Horizont. The first excavation season wasn't really good Die ersten Grabungsergebnisse waren nicht wirklich gut. because that summer the Israelis and the Egyptians and the Syrians all decided to have a war. Sehr gerne. They all went to war. There was a war that broke out between Israel, Egypt, and Syria. Okay. Weil, zu der Zeit, wo er anfing zu graben, brach ein Krieg aus zwischen Ägypten, Syrien und Israel, glaube ich. Ja. So they had to postpone, but they were able to go the next summer. Also mussten sie das Ganze verschieben und im nächsten Sommer nochmal wiederkommen. And they excavated for several seasons at Hesban. Und sie haben etliche Saisons gegraben in Hesbon. Now, the non-Adventists were very curious about what kind of a scholarly job would the Adventists do now that they have their own archaeological site to dig. Na jetzt die Nicht-Adventisten, die haben sehr aufmerksam zugeschaut, wie die Adventisten das wohl bewältigen würden, ihre erste Ausgrabung. And the initial results of the excavation were not too promising. Dr. Horn could not find any evidence for the conquest at Hesban either. Now, that's another question we won't get into, but he could find no evidence initially for Joshua's conquest. Und die ersten Ergebnisse seiner Grabung waren nicht sehr vielversprechend, denn Dr. Horn konnte keine Hinweise finden auf die Eroberung der Stadt Hesbon. Auch dafür gibt es Gründe. And the professors from the other university were curious. Would this Adventist Christian university lie about their results? Would they make up a story to make it harmonize with the Bible? Because that's what they think Christians do. Und die Professoren an den anderen Universitäten waren dann ziemlich neugierig, was würden die Adventisten mit diesen Ergebnissen machen? Würden sie das irgendwie aufbauschen und vertuschen und eine große Geschichte erzählen? Denn sie wollten ja, das wussten sie, die Adventisten wollten versuchen, den biblischen Bericht zu bestätigen. Dr. Horn quickly published the results that he had, very thoroughly in fact. Aber Dr. Horn hat dann seine Ergebnisse sehr gründlich dargestellt und veröffentlicht. He actually published a number of books in great detail. Er hat sogar mehrere Bücher sehr detailliert veröffentlicht. And as the scholarly world started looking at these publications, they were very impressed. Und als die wissenschaftliche Welt diese Berichte las, waren sie sehr beeindruckt. Now you might think, isn't it a pity that Dr. Horn didn't find evidence to prove the Bible right away? Vielleicht denkt ihr jetzt, ist das nicht jammerschade, dass der Dr. Horn nicht auf der Stelle Beweise gefunden hat für die biblische Geschichte? But ironically, his lack of success at the beginning opened the way for the credibility of Adventist scholarship in general, leading to greater good for later on. Aber ironischerweise war es gerade die Tatsache, dass er kaum was gefunden hat zu Beginn, die Tür aufgestoßen hat für die Vertrauenswürdigkeit der adventistischen Aktivitäten und dann es möglich gemacht hat, dass später sehr wichtige Funde gemacht wurden. It was generally thought that most Christians who go into archaeology lie about their work to prove the Bible. Denn allgemein hat man geglaubt, dass die meisten Christen diese Arbeit durchführen, damit sie irgendwas vertuschen können und über die Glaubwürdigkeit der Bibel Lügen erzählen. But here was a group of Christians who were honest in their research. Aber hier gab es eine Gruppe von Christen, die ehrlich über die Forschungsergebnisse berichtet hat. And that gained our Adventist University tremendous credibility with the secular and state universities. Und das hat unsere adventistische Universität sehr glaubwürdig gemacht in den Augen der weltlichen Unis. And that led possibilities for future discoveries that would be very favorable to the Bible. Und so wurden eben zukünftige Funde möglich, die die Bibel sehr deutlich unterstützt haben. Now I want to go a few pictures up. We started a new project in 1984 in Jordan, working on 3 sites simultaneously. Wir haben ein neues Projekt begonnen 1984, haben an 3 Städten gleichzeitig gearbeitet. Our primary interest is still, of course, doing biblical archaeology. Unser erstes Interesse war natürlich weiterhin, die biblische Archäologie zu bestätigen. But we've also trained a lot of specialists so that we, as Adventists, are the latest in technology.
Aber wir haben auch ziemlich viele Spezialisten inzwischen ausgebildet, so dass wir als Adventisten mit der modernsten Technik arbeiten können. We were one of the first digs to actually start looking at bones and doing faunal analysis, trying to understand what did the ancient people eat and so forth in Bible times. What kind of analysis? Animal bone analysis, faunal analysis. Yeah. Wir waren unter den ersten, die bestimmte Geräte hatten, um Tierknochen genau zu analysieren. We were using computers, one of the first digs to use computers. Wir gehörten zu den ersten, die Computer eingesetzt haben bei den Grabungen. We now use GPS, GIS, and digital photography and all of that. Wir benutzen jetzt GPS, GIS, digitale Fotografie und so weiter. Dr. Sten LaBianca has been one of our Adventist archaeologists. Dr. Sten LaBianca, er war einer unserer adventistischen Archäologen. He has taken over Hespan from Dr. Siegfried Horn. Er hat die Grabungsstätte in Hesbon übernommen von Dr. Siegfried Horn. And he has continued Dr. Horn's tradition of good, quick, and thorough publication. Und er hat Dr. Horns Tradition fortgeführt, dass er sehr schnell und gründlich publiziert. As a result, he's been on the leading boards of many scholarly societies in the United States. Ein Ergebnis davon war, dass er Mitglied war in vielen Ausschüssen in den Vereinigten Staaten von Wissenschaftlern. He's been on the board of the American Center for Oriental Research and the American Schools of Oriental Research. That's what that stands for. Also zum Beispiel das amerikanische Zentrum für Ölforschung und so weiter. And the next couple of pictures show some of the books that our team has published. Hier seht ihr einige der Bücher, die unser Team veröffentlicht hat. In 2005, we started doing restoration work at Hespan to turn it into a tourist site so people could understand the Bible story better. 2005 haben wir Rekonstruktionen durchgeführt bei Hesbon und haben daraus eine Tourismustour entworfen, damit die Leute auch die biblische Geschichte besser verstehen können. And we wrote a grant to the US government to give us money to fix Hespan up. Und wir haben auch Geld beantragt von der US-Regierung, damit wir Hesbon wiederherstellen, restaurieren konnten. And here's the US ambassador writing us a check to Andrews University for $45,000. Hier ist der amerikanische Botschafter und er unterschreibt gerade einen Scheck über $45.000 für unsere Universität. To help us fix up the site to show to people. Damit wir diese Grabungsstätte entsprechend wiederherstellen können und Menschen das besichtigen können. The British scholar Peter Murray actually started writing about Adventist contributions too in a book called The Century of Biblical Archaeology. Der britische Wissenschaftler Stuart Murray, er schreibt auch über die adventistischen Beiträge in seinem Buch über biblische Archäologie. He writes, it was in response to changed political circumstances after 1967 that the Americans undertook their first major team project east of Jordan when Horn of Andrews University with Boris as chief archaeologist opened trenches in Tel Hespan 15 miles southwest of Amman. Er sagt dann, es war aufgrund geänderter politischer Umstände, dass 1967 die Amerikaner ihr erstes großes Projekt östlich des Jordans unternahmen, und zwar mit Horn von der Andrews Universität und Boras als Hauptarchäologe, und sie haben gegraben in Tel Hesbon, etwa 25 Kilometer südwestlich von Amman. You did that one on your own. That was good. I made it up. This is to prove a seminal project in the development of modern archaeology in the region, passing in 1974 to the hands of Garrity. By that time, Garrity, a student of Wright's, assumed the directorship. This expedition became a trendsetter, exemplifying many of Wright's aims in his later years. Wright was a professor at Harvard University. Es sollte sich zeigen, dass dieses Projekt bahnbrechend war in der Entwicklung der modernen Archäologie in diesem Gebiet, und es wurde 1974 in die Hände von Garrity übergeben. Bei dieser Zeit war Garrity ein Student von Wright. Er übernahm die Leiterschaft. Und diese Expedition wurde zu einem Trendsetter, zu einem Vorbild für viele von Wrights Zielen in den späteren Jahren. Then he goes on to say, notably a combination of excavation and field survey and the creation of a field school for local and expatriate archaeologists, and in the blend of scientific computer skills increasingly necessary for proper study. He's basically saying that this is one of the most progressive excavations in Jordan today. So that was a very big plug for Adventists. Yeah. Und ich fasse das kurz zusammen. Er sagt im Grunde, dass es eine führende Ausgrabungsexpedition war und dass sie auf sehr hohem Niveau und mit modernen Mitteln durchgeführt worden ist. And then finally, just a few years ago, the American Schools of Oriental Research wrote a letter from their representative, Dr. Walter Rasch, to celebrate the Hespan excavation accomplishments.
Zum Schluss noch, diese amerikanische Schule für Orientforschung sandte einen Brief durch ihren persönlichen Repräsentanten, Dr. Walter Rust, um eben die Errungenschaften der Hesbon-Expedition zu feiern. We only have a couple minutes, so I'm going to go down to some of our most recent contributions. We'll go down here. Ich habe nur noch ein paar Minuten, deswegen überspringe ich einiges und erzähle euch von dem, was wir in jüngster Zeit erreicht haben. Due to the Adventist influence, we've been invited to work on a number of books that highlight not only our archaeology, but the archaeology of everyone else. And they asked me to co-edit a book on Jordan archaeology just a couple of years ago. Weil wir eben doch einige wichtige Beiträge geleistet haben als Adventisten, hat man uns gebeten, dass wir auch bei anderen Veröffentlichungen uns beteiligen. Und sie haben mich gebeten, dass ich als Mitherausgeber fungiere über dieses Buch, das eben über Archäologie in Jordanien schreibt. The young lady you see standing next to me in the picture is actually the cousin of the king of Jordan. Die junge Frau, die neben mir steht dort, ist eine Cousine des jordanischen Königs. In fact, we have had a lot of the royal family involved in our archaeological work. They know Seventh-day Adventists. Tatsächlich ist es so, wir haben viele der Mitglieder der königlichen Familie waren bei uns involviert. Das sind aber keine Siebenten-Tags-Adventisten. Und mir fällt gerade ein, die Ölgesellschaft war wahrscheinlich nicht die Ölgesellschaft, sondern die königliche Gesellschaft. The biblical area we work in is actually the land of the Ammonites, the cousins of the Israelites. Say again. We work in the land of the Ammonites from Bible times, the Adventists. Wir arbeiten ja auf dem Gebiet der Ammoniter. And as a result of so many Adventists working there through the last 40 years, they now call us Seventh-day Ammonites. Und auf diesem Gebiet haben so viele Adventisten in den letzten Jahren gearbeitet, dass sie uns mit dem Namen Siebenten-Tags-Ammoniter belegt haben. And we need to come to a close here. One of the final works we did recently was a book on the future of biblical archaeology. Zum Schluss möchte ich eines der letzten Bücher, das wir veröffentlicht haben, erwähnen, nämlich über die Zukunft der biblischen Archäologie. In which we were able to highlight the Adventist contributions to biblical archaeology that's going on right now. Wo wir eben die Beiträge der adventistischen Archäologen beleuchten konnten, die auch zurzeit durchgeführt werden, die Grabung. And I'll probably conclude with a story about one of our successes that comes not directly dealing with archaeology, but by doing archaeology in Jordan. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, mit einer Erfolgsgeschichte eigentlich, die nicht direkt mit Archäologie zu tun hat, aber indirekt doch. We started working on this new site near Hesbon called Jalul, which we believe was a very important site during the time of the Exodus. I don't have a picture of it. Ich habe da jetzt kein Bild, aber wir haben Grabungen begonnen an einer Stätte in der Nähe von Hesbon, an einer neuen Stätte, wo wir glauben, dass sie große Bedeutung hatte für den Auszug. It's the largest ancient biblical city in this whole area of Jordan, not far from Mount Nebo. What's the name? Jalul. Jalul. Yeah. Also That's its modern name. Das ist der moderne Name Jalul. Es ist eine der größten Städten im Ostjordanland. And we've been trying to find out its biblical identity. Und wir haben versucht herauszufinden, welche biblische Identität besitzt dieser Ort. We've been trying to get permission to dig this site for over 20 years. Seit 20 Jahren haben wir versucht, an diesem Ort eine Grabungserlaubnis zu bekommen. And the government kept saying no, 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 no. Und die Regierung sagte immer nur nein, 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 nein. And finally one day the director of antiquity said, "Okay, we've got permission, you can go dig right now." Und eines Tages sagte dann der Altertumsdirektor, ja, jetzt können wir Ihnen die Erlaubnis geben, Sie können direkt losgraben. I wasn't ready to dig, but we quickly grabbed all the people and equipment we could and we went to the site to try and dig. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, aber ich habe schnell die ganze Ausrüstung, die Leute zusammengesammelt und bin dahin gefahren, um zu graben. I knew that I had to have permission of the local people as well as the government, so I said, "Who's in charge of this site? Who owns this site?" Ich wusste, dass ich auch die Erlaubnis der Leute vor Ort brauchte, nicht nur von der Regierung, und deswegen habe ich gefragt, wem gehört dieses Land oder diese Städte? They directed me to a local sheikh of a village right next to the site. Und sie wiesen mich hin auf einen Scheich vor Ort, der da direkt daneben wohnte. And I asked him, "Do you mind if I dig this site?" This was all in Arabic, and he said, "Sure, go ahead." I asked the sheikh, "Can I dig the site?" He said, "Sure, go ahead." This is Ich Arabic. bin zu dem Scheich gegangen und habe ihn gefragt, darf ich dort graben? Und er sagte, natürlich. So we're laying out our squares and we're starting to excavate. First day of the new archaeological excavation. We're very excited. Und wir sind ganz aufgeregt. Tag 1 unserer neuen archäologischen Expedition. Und wir haben die Sektionen abgesteckt und fangen an zu graben. And suddenly I see a car driving across the desert. Plötzlich sehe ich durch die Wüste ein Auto fahren. It's a very expensive car. Ein sehr teures Auto. And there was a very distinguished man in the back of the car, and he had a driver driving him, sitting in the front. It was a Mercedes-Benz, in fact. Und es war übrigens ein Mercedes-Benz, und es war ein sehr wichtiger Mann, der dort hinten saß. Er hatte einen Chauffeur, der ihn fuhr.
And he drives up onto the site, and he gets out of the car, and I could see he's very angry. Und er fährt heran an unsere Grabungsstätte und er steigt aus dem Auto aus und ich konnte sehen, er war sehr verärgert. And he says, "Who told you you could dig on my site?" Und er sagt, wer hat Ihnen erlaubt, an meiner Stätte zu graben? And I said, "Your site? I was told this was somebody else's site." Und ich sagte, Ihre Stätte? Ich dachte, die gehört jemand anders. And I said, "Who are you?" Und er fragte, wer sind Sie? And he pointed at his chest. He said, "I am General Akash Zebin, and I own the site." He was the defense minister for the country of Jordan, the top general in the entire army. Ich habe ihn gefragt, wer sind Sie? Und er sagte, ich bin General so und er war der Top-General. Er hatte den Oberbefehl über die gesamte jordanische Armee. And so I apologized to him quickly. Also habe ich mich schnell bei ihm entschuldigt. It's actually a long story. I can't tell the whole story. It was very funny. But anyway, I said, "Can I dig your site, Das ist eigentlich eine please?" ganz lange und witzige Geschichte. Ich kann leider nicht gar nicht alles erzählen, aber ich habe dann gesagt, darf ich bitte auf Ihrer Stätte Ausgrabungen vornehmen? And he smiled and said, "Permission granted. I will give you all the food you can eat, all the water you can eat. I will take care of you." Und er sagte dann, die Erlaubnis ist erteilt, ich werde Ihnen Sie mit der ganzen Nahrung versorgen, was ich kann und dem Trinken und ich werde Ihnen helfen, wo ich nur kann. And so we were happy. We started digging. And the next day, the car came back. Also haben wir wieder weitergegraben und am nächsten Tag kam das Auto wieder. And in the back of the car was a beautiful young Jordanian woman. Und im Front des Autos saß eine wunderschöne jordanische Frau. And the general got out of the car and he took the young woman by the hand and walked over to me. Und der General stieg aus dem Auto aus, nahm die junge Frau an der Hand und lief zu mir. And he said, "Professor Younker, this is my daughter. I'm giving her to you." Und er sagte, Professor Younker, das ist meine Tochter, ich übergebe sie Ihnen. Not to marry. Nicht zum Heiraten, he wanted me to teach her archaeology. sondern er wollte, dass sie von mir Archäologie lernt. He said, "This is my daughter. She is now your daughter." Sie sagte, das ist meine Tochter, jetzt ist es ihre Tochter. That young woman learned how to dig with us. She would later get married to a very important man who's the chief of staff for the prime minister of Jordan. Diese junge Frau lernte dort graben mit uns und später heiratete sie einen sehr wichtigen Mann, nämlich den Chief of Staff. Wie sagt man das? It's like, it's hard to say, sort of like the second in command of the government. Ja, Ja. also sozusagen der Leiter der gesamten Beamten der Regierung, der mehr oder weniger an zweiter Stelle steht. And that young lady is now a doctoral student at Andrews University. Und diese junge Frau studiert jetzt, ist Doktorandin an der Andrews Universität. And they think that Seventh-day Adventists are wonderful people and they're delighted to have us working in their country. Und sie halten Siebente-Tags-Adventisten für wunderbare Menschen und sie sind sehr erfreut, dass sie in ihrem Land graben. I actually have to close now because I'm out of time, but because of these contacts, we have tremendous influence and possibilities in the Arab part of the world. Ich muss jetzt leider schließen, weil wir keine Zeit mehr haben, aber aufgrund dieser Kontakte haben wir enormen Einfluss in dem Gebiet in der arabischen Welt. And they basically told us we can dig anywhere we want. Und sie haben uns mehr oder weniger gesagt, wir können graben, wo immer wir wollen. So all this work through the years of building credibility and developing good scholars has opened up great opportunities for us to understand the background of the Bible. Also diese ganze Arbeit der Grabungen hat für uns eine große Glaubwürdigkeit gebracht als Resultat, so dass wir die biblische Geschichte besser verstehen können. And archaeology has given us a very interesting inroad into the Islamic world. Und auch durch Archäologie haben sich sehr interessante Türen aufgetan in die muslimische Welt. This evening we'll try and finish the story a little bit more adequately as we talk about digging on King Solomon's ruins. Heute Abend werde ich die Geschichte noch etwas vervollständigen und vollenden, wenn wir darüber sprechen werden, über Salomo und seine Ruinen. Let's bow our heads for prayer. Lasst uns aufstehen zu einem Gebet. And dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we're so grateful for the way that you lead in our lives. wir sind so dankbar, wie du uns in unserem Leben führst, We're grateful for how you take care of your church and your schools. wie du dich kümmerst und sorgst um deine Gemeinde und deine Schulen. We thank you for the great people that you have trained up to have expertise in the area of biblical archaeology. Wir danken dir für die jungen Leute, die du ausgebildet hast zu Fachleuten in biblischer Archäologie. We pray that you will continue to lead them as they do research in the Bible. Wir bitten weiter darum, dass du sie führst, wenn sie die biblische Geschichte erforschen And as they share their discoveries, may the Spirit touch the hearts of those who hear. und wenn sie ihre Forschungsergebnisse weitergeben und davon erzählen, möge der Heilige Geist die Herzen berühren, So that they will have more confidence in your word. damit Menschen mehr Vertrauen in dein Wort gewinnen.
and learn the glorious story of the salvation in Jesus Christ und von der wunderbaren Erlösungsgeschichte durch Jesus Christus erfahren and the fact that our Savior is returning soon. und von der Tatsache, dass unser Erlöser bald wiederkommt. We thank you in Christ's name. Wir danken es im Namen Christi. Amen. Amen.